Hello, 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 friends. Hallo, 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 Freunde. Let's continue. Lasst uns weitermachen. He released his supernatural peace to you through the sacrifice of his own body. Er hat seinen übernatürlichen Frieden in euch freigesetzt durch das Opfer seines eigenen Körpers. Now, the word peace in the original Greek is the word eirén. Das Wort Frieden im Original Griechischen ist das Wort eirén, Actually, in many countries, it's a female name. was in vielen Ländern ein Frauenname ist. But the word peace in the Greek is not like it is in the Hebrew Shalom, Aber das Wort Frieden im Griechischen ist nicht wie im Hebräischen Shalom, which is a very beautiful and deep word. was ein sehr schönes und tiefgreifendes Wort ist. But also in the Greek, it has a beautiful significance. Aber auch im Griechischen hat es eine schöne Bedeutung. It actually means to be restored back to perfect wholeness. Es bedeutet, zurück zur Heiligkeit wiederhergestellt werden. So look at this. Also schau, How are we restored to perfect wholeness with God? wie werden wir zu perfekter Heiligkeit mit Gott wiederhergestellt? It's a supernatural restoration. Es ist eine übernatürliche Wiederherstellung. And Colossians says it's through the sacrifice of his own body. Und Kolosser sagt, sie geschieht durch das Opfer seines eigenen Körpers. I like that the Passion puts in here the phrase supernatural. Ich mag es, dass die Passion hier das Wort übernatürlich einfügt. I tell you why. Ich sage dir warum. Because in John chapter 14, which was one of the last talks that Jesus had with his disciples before his death, Denn in Johannes Kapitel 14, einem der letzten Gespräche, die Jesus vor seinem Tod mit seinen Jüngern hatte, Jesus makes a very interesting statement. machte Jesus eine sehr interessante Aussage. It is in verse 27 where he says, In Vers 27 sagt er, Peace I give to you, Frieden hinterlasse ich euch, my peace. meinen Frieden. And then look what he says. Und schau, wie es weitergeht. Not as the world gives. Nicht wie die Welt gibt. So he's not saying the world doesn't give you any peace, Er sagt also nicht, dass die Welt dir keinen Frieden gibt. but he's saying that my peace is not like the peace of this world. Aber er sagt, mein Frieden ist nicht wie der Frieden der Welt. See, I like to call it the fake peace. Ich nenne es gern den gefälschten Frieden. That's why Jesus said, when they all say peace, peace, don't listen to them. In fact, be careful. Deshalb sagt Jesus auch, wenn sie alle sagen Frieden, Frieden, dann hört nicht auf sie, sondern seid vorsichtig. The peace that the world offers is a fake peace because it is completely dependent on circumstances. Der Frieden, den die Welt bietet, ist ein falscher Frieden, denn er hängt total von den Umständen ab. But the real peace, which is from God, is a supernatural peace. Aber der echte Frieden, der von Gott kommt, ist ein übernatürlicher Frieden, Because it comes through a sacrifice of his own body. der durch das Opfer seines eigenen Körpers kommt. Now, with that peace, it doesn't matter what the circumstances are. Mit diesem Frieden ist es egal, wie deine Umstände sind. Everything around you can be a mess, but you live in perfect peace. Alles um dich herum kann im Chaos versinken, aber du lebst in perfektem Frieden. Look, let's talk about a very simple, practical example. Lass uns über ein ganz einfaches, praktisches Beispiel reden. If the whole economy collapses Wenn die ganze Wirtschaft kollabiert and you lose all of your money, und du dein ganzes Geld verlierst, do you still have peace? hast du dann noch Frieden? If you are honest, most people would say, oh no, I wouldn't. Wenn man ehrlich ist, würden viele sagen, nein, würde ich nicht. If that's our response, then we have not lived by the peace that comes from God. Wenn das unsere Antwort ist, haben wir nicht gelernt, aus dem Frieden zu leben, der von Gott kommt. Because if the Prince of Peace, Jesus, is the one who is the center of my life, Denn wenn der Friedefürst Jesus das Zentrum meines Lebens ist, and if he is the one who says, never worry about anything, my Father is the one who provides for you, und wenn er derjenige ist, der sagt, sorge dich niemals um irgendetwas, denn mein Vater ist der dich versorgt, and if you really trust him, und wenn du ihm wirklich vertraust, if the economy collapses or as well, makes no difference to our peace. dann macht es für deinen Frieden keinen Unterschied, ob die Wirtschaft kollabiert oder gut läuft. You see how we are so living by the fake peace. Siehst du, wie sehr wir in falschem Frieden leben? So I'm so happy that the peace that we Christians are offered is a supernatural peace. Ich bin so dankbar, dass der Friede, der Christen angeboten wird, ein übernatürlicher Frieden ist. Look how he continues. Schau, was er weiter sagt. It not only comes through the sacrifice of his own body, Es geschieht nicht nur durch das Opfer seines eigenen Körpers, but the sacrifice of his own body is the sin payment on my behalf. sondern das Opfer seines eigenen Körpers ist die Sündenbezahlung in eurem Namen, So that we would dwell in his presence. damit ihr in seiner Gegenwart wohnen könnt. You know, last week in my own personal devotional, Letzte Woche in meiner persönlichen Andachtszeit I spent
hours and hours and hours just in Colossians. Verbrachte ich Stunden und Stunden nur mit Kolosser. And I spent an entire day over and over again chewing over this one statement. Einen ganzen Tag lang kaute ich immer wieder auf dieser einen Aussage herum. I'm going to give you a little secret of my life. Ich verrate dir ein kleines Geheimnis aus meinem Leben. For me, it's not important how much I read the Bible in the morning. Für mich ist es nicht wichtig, wie viel ich morgens in der Bibel lese. You know, it doesn't matter how many verses or chapters I read. That makes no difference. Egal, wie viele Verse oder Kapitel, das macht nicht den Unterschied. Because my time with Jesus is my time with Jesus. Denn meine Zeit mit Jesus ist meine Zeit mit Jesus. So last week, this one phrase gripped me. Letzte Woche ergriff mich also diese eine Aussage. Dwell in his presence. Wohne in seiner Gegenwart. So when something grips me in my time with Jesus, Wenn mich etwas in meiner Zeit mit Jesus ergreift, I don't continue to read so I finish the chapter. dann lese ich nicht weiter, um das Kapitel zu beenden. Many times I don't even finish the verse. Oft lese ich nicht mal den Vers zu Ende. In this case, I didn't. Wie in diesem Fall. So I sat for a long time and I kept meditating, thinking and saying, Ich saß also lange Zeit da, meditierte, dachte und sagte, dwell in your presence. in deiner Gegenwart wohnen. Not walking in and out. Nicht rein und rausgehen. Not experiencing it in a good meeting. Nicht sie in einem guten Treffen erleben. Not experiencing it in my favorite conference. Nicht sie auf meiner Lieblingskonferenz erleben. Not experiencing it with my favorite worship music. Nicht sie mit meiner Lieblingslobpreismusik erleben. Or with my favorite preacher. Oder meinem Lieblingsprediger. But dwelling. Sondern wohnen. So I kept meditating and I kept saying throughout that whole day, Ich meditierte also weiter und sagte den ganzen Tag, Lord, today I'm dwelling in your presence. Herr, heute wohne ich in deiner Gegenwart. You know, we always want to feel his presence without believing in his presence. Weißt du, wir wollen seine Gegenwart immer fühlen, ohne an sie zu glauben. So therefore, many of us have an emotional relationship with Jesus, which is sweet, but not good enough. Daher haben viele von uns eine gefühlsorientierte Beziehung mit Jesus, was nett ist, aber nicht gut genug. So as I throughout the day kept saying, Lord, today I'm dwelling in your presence, I began to have the emotions which followed my faith. Als ich den ganzen Tag, Herr, ich wohne in deiner Gegenwart, sagte, kamen auch die Gefühle, die meinem Glauben folgten. So here's my homework for you today. Das ist heute meine Hausaufgabe für dich. You say, Holy Spirit, Sag, Heiliger Geist, help me today to really dwell consciously in his presence. hilf mir heute, bewusst in seiner Gegenwart zu wohnen. And then throughout the day, you just pause Und dann pausierst du während des Tages and you simply say, Jesus, I am dwelling in your presence today, and it's so beautiful. und sagst einfach, Jesus, ich wohne heute in deiner Gegenwart und das ist so schön. Thank you for your presence. Danke für deine Gegenwart. You can do this even working. Das kannst du auch machen, wenn du arbeitest. Just pause throughout the day. Halt einfach inne Say, I'm dwelling in your presence. Thank you so much. und sage, ich wohne in deiner Gegenwart, vielen Dank. I praise you for this beautiful truth. Ich preise dich für diese herrliche Wahrheit. We will continue tomorrow. Morgen machen wir weiter.